Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit den Informationen zum FWC 2025 PvP Event. Und hierin befindet sich vielleicht ein kleiner Hinweis darauf, dass der FWC verlängert wird. Ein weiterer kleiner Hinweis darauf. Ich meine, die meisten Leute gehen, glaube ich, mittlerweile eh schon fest davon aus. Aber es gibt immer noch keine offizielle Ankündigung, dass der FWC nicht am 1. Oktober endet. Nur sehr viele Indizien. Aber auf jeden Fall schauen wir uns das erstmal zusammen an. Ich habe jetzt die Seite einfach auf Deutsch übersetzt, weil es ist tatsächlich so viel Text mit dem Englisch hin und her. Ja, also ich meine, by the way, ich würde auch einfach alles auf Englisch vorlesen, aber mir wurde in der Vergangenheit schon öfter gesagt, dass ich es doch auf Deutsch sagen soll, weil manche Leute nicht so gut Englisch können. Ja. Auf jeden Fall. Das FWC, ich meine, im Endeffekt sind die Infos wie die letzten Jahre ein bisschen anders in manche Sachen. Gibt eine vor allem Besonderheit, was die Teams angeht. Aber ja, gehen wir es einfach kurz durch, für die es interessiert. Also FWC-Finale findet offline in Manila statt, auf einer Sonderbühne. 4 gegen 4 Teams sind es wieder. Man soll vorher feststellen, dass man halt da hinreisen kann. Ich meine, es sind nur für die Leute, die auch tatsächlich sich qualifizieren. Plus, Manila ist größtenteils visafrei, aber zur Sicherheit kann man es eben trotzdem prüfen. Und es können jederzeit theoretisch ohne Ankündigung irgendwelche Änderungen vom Entwickler oder vom Organisator, quasi Dienstanbieter heißt es hier, gemacht werden. Ja, das betrifft wahrscheinlich einfach den Ablauf und solche Dinge. Also ich meine, so eine Klausel liest man immer überall zur Absicherung einfach. Ja, wie sieht das Ganze jetzt aus? Also am 15. August geht schon los. 0 Uhr Serverzeit bis 21. August vor der Wartung findet eine Testphase statt. Da kann theoretisch jeder mitmachen. Einfach so just for the lols. Bisschen testen und Teamkonstellationen ausprobieren. Vielleicht sogar Teammates ausprobieren und so weiter. Man muss ein Team bilden aus 4 Personen mit einer Gilde von Level 10 oder höher. Nach der Bildung können die Teams nicht mehr geändert werden. Wichtig. Und dann kann man, also muss man noch 1 Million Penny zahlen. Und dann kann man das Ganze 4-mal am Tag für eine Woche eben testen. Und dann halt, wie gesagt, entscheiden, okay, will man vielleicht doch einen anderen Teammate noch oder whatever. Oder andere Klassen vielleicht sogar. Und das kann man dann nach der Übungsphase eben resetten. Also man kann dann ein neues Team registrieren. Also man muss nicht mit den gleichen Leuten, wie gesagt, die man in der Testphase testet, muss man dann tatsächlich kein Team zwingend bilden. Und die Punkte, die man währenddessen verdient, sind rein für Testzwecke, also spielen keine Rolle. Ja, dann muss man sich mit dem Team registrieren. Gibt es so eine Google Docs Seite, muss man zum Beispiel die Charakter in eine Party einladen, Screenshot davon hochladen und so weiter. Wer ist der Teamleiter und so weiter festlegen. Genau. Dann nach der Anmeldung können die Teams nicht mehr geändert werden. Planen Sie daher bitte sorgfältig und berücksichtigen Sie dabei Region, Nationalität und Reisepläne. Also Region und Nationalität ist ja deswegen wichtig, weil es ja dieses Jahr mit quasi Region Logs sozusagen gespielt wird. Also die Teams müssen in Anführungszeichen halbwegs national sein. Also ich glaube 3 Leute waren es, müssen aus einer Region sein und einer darf aus einer anderen sein. Also eine Wildcard hat man quasi. Einer darf random sein, von irgendeinem Land, vollkommen egal. Aber die anderen 3 müssen nicht aus dem gleichen Land sein, aber aus der gleichen Region. Genau. Müssen Name, Nationalität, Geburtsdatum exakt mit dem Reisepass übereinstimmen. Nationalität richtet sich nach dem Reisepass. Sie können während der Registrierungsphase jederzeit Änderungen an den übermittelten Informationen vornehmen. Nach Ablauf der Frist werden keine weiteren Anmeldungen mehr angenommen. Stellen Sie daher bitte sicher, dass alle Teammitglieder die Anmeldung abgeschlossen haben. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für den Ablauf der FWC 2025, Flug, Unterkunft, Preisverteilung verwendet und unmittelbar nach der Veranstaltung gelöscht. Datensammler, WeMate Connect, Gala Lab und Playpark. Dann das finale Turnier. Nach der Wartung am 21. August bis zum 10. September geht's quasi los, das ist nach der Testphase. Kann man auf das PvP-Event zugreifen. Wieder das gleiche, 4-köpfiges Team, geht in Level 10 oder höher, Teilnahmegebühr 1 Million Penny. Teams können danach nicht mehr geändert werden. Und die Übungsphase-Teams, wie gesagt, werden zurückgesetzt und man muss sich neu anmelden, also spielt da keine Rolle. Zeiten bleiben gleich, 2 Uhr Server-Time, 12 Uhr Server-Time, 13 Uhr Server-Time und, nee, Moment, das ist nicht, hier ist es nicht Server-Time, hier ist es UTC 0. Okay, aber, nee, Moment, UTC 0 ist Server-Time. Oder? Ja, doch. Genau, nee, Moment, nee, doch.
Okay, keine Ahnung, warum sie nicht Serverzeit geschrieben haben. Einfach egal. Wahrscheinlich zur besseren Verständnis, aber Serverzeit ist mal leichter. Aber ich war gerade selber verwirrt, aber nee, das ist die Serverzeit. Ja, passt schon. Also 2 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr und 20 Uhr Serverzeit. Hinweis zu den PvP-Ranglisten während des Events. Zonenbasierte Ranglisten werden täglich auf der offiziellen Website und auf Discord getrennt von den Ranglisten im Spiel bekannt gegeben. Nur Teams mit abgeschlossener Registrierung werden in der Rangliste angezeigt. Zonenkategorien finden Sie in dieser Ankündigung. Da sieht man, welche Zone welche ist. Dann FEC PvP Tiebreaker Matches, falls erforderlich. Wenn es Teams mit den gleichen Punkten gibt, muss es ein Tiebreaker Match geben. Die finden am 11. September statt. Ich glaube, es gab es letztes Mal nicht und ja, ist auch ziemlich unwahrscheinlich, weil es 4-mal am Tag über einen Zeitraum von 3 Wochen, jeden Tag 4-mal, also die Wahrscheinlichkeit, dass da 2 Teams wirklich genau punktgleich sind und so, ist ziemlich unwahrscheinlich. Oder eher unwahrscheinlich, weil es hört sich alles so krass an und auch mit den Preisgeldern und so, aber effektiv nehmen hier wirklich nur so 20, 30 Teams teil, die es tatsächlich ernst meinen. Dann nochmal so 20, 30 Teams, die es nicht ernst meinen. Und das war's. Also, da nehmen wirklich nicht so viele Leute teil, tatsächlich. Aber einfach, das liegt hauptsächlich daran, dass die meisten Leute halt wissen, dass sie sowieso keine Chance haben. Deswegen. Und es kostet auch tatsächlich sehr viel Geld, weil die ganzen Power-Ups und so. Also da just for fun mitzumachen, ist auch so, ja, etwas kostspielig. Also etwas kostspieliger Fun. Genau. Dann die PvP-Endergebnisse werden am Freitag, den 12. September bekannt gegeben. Dann Finalistenliste des FEC-PvP-Turniers im Ranglisten-Event, bei dem die Top 9 Teams ermittelt werden, darunter ein Wildcard-Team, das ins Finale der FEC 2025 einzieht. Zusätzlich nimmt ein Playpark-Team, dem offiziellen Sponsor des FEC, ausgewähltes Team am Finale teil, sodass insgesamt 10 Finalistenteams um die Meisterschaft kämpfen. Bin ich schon sehr gespannt, wie genau das dann ablaufen wird, weil ein Tournament-Format, Double Elimination wird es sein, Double Elimination Bracket mit 10 Teams, ist interessant, aber wahrscheinlich wird es dann einfach so sein, dass die Upper Brackets halt dann irgendwie direkt ins Halbfinale kommen oder so. Also gibt es bei Counter-Strike auch zum Beispiel, also ja, werden sie schon irgendwie deichseln. Genau. Nutzer von Playpark und VCN-Konten dürfen nur mit Charakteren teilnehmen, die auf dem FEC-Server mit ihren jeweiligen Konten trainiert wurden. Wildcard, Europa und Nordamerika erhalten jeweils 0,5 Tickets. In der PvP-Event-Entwertung erhalten die höchstplatzierten EU-NA-Gilde außerhalb der Top 8 ein zusätzliches Ticket für das Manila-Finale. Ist wahrscheinlich zum Ausgleich, weil es sonst zu asienlastig wäre, weil das Wildcard-Team ist, das Playpark-Team ist quasi nur Philippinen, also ich glaube, da können literally nur Leute mit philippinischer Staatsangehörigkeit teilnehmen. Oder letztes Jahr war es, glaube ich, Philippinen. Also ist ja egal, auf jeden Fall, ja, ist wahrscheinlich einfach aus Gründen der Fairness oder irgendwie so. Bitte beachten Sie, dass es im Vergleich zur vorigen Ankündigung zusätzliche und aktualisierte Details gibt. Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen Mitteilung. Also Playpark macht dann sein komplett eigenes Turnier, um ihr eigenes Team dann festzulegen, so wie letztes Jahr auch. Deswegen ist das Playpark-Team auch relativ stark, war ja letztes Jahr auch Zweiter. Weil die quasi von allen Leuten aus den Philippinen nur ein Team, also garantiert stellen quasi. Die anderen Teams müssen sich normal qualifizieren. Und das heißt, da ist das schon natürlich dann ein bisschen mehr Competition, wenn quasi eine gesamte Region plus die größte Region auf der ganzen Welt nur ein Team stellt, also nur ein garantiertes Team, kann man sich relativ sicher sein, dass das Team dann eigentlich ziemlich stark sein müsste. Trotzdem. Genau. Hier nochmal die Übersicht der Grand Finalistenzone. 10 Teams, Zone 1, 2, 3, 4 und daneben ein Playpark-Team und noch ein Wildcard-Team. Genau. Dann Sammlung persönlicher Informationen für die Finalisten. Gut, das interessiert dann wirklich nur noch Leute, die sich auch qualifiziert haben. Das ist jetzt nicht mehr so interessant für uns. Eine Sache will ich noch gar nicht darauf eingehen. Noch kurz gucken, war hier noch irgendwas Interessantes gestanden? Na, hier. Datensicherung des Grand Finalisten. 2. Oktober 2025 um 7 Uhr Serverzeit, FEC-Serverzeit. Was bedeutet das? 2. Oktober, der FEC-Server endet aber am 1. Ich meine, es ist nur eine Datensicherung. Ich meine, die löschen ja die Daten vom FEC jetzt nicht zwingend, nur weil der Server in Anführungszeichen offline geht. Ist er ja nicht gelöscht. Also technisch gesehen heißt das jetzt, also wie gesagt, es ist nur ein weiteres Indiz. Es ist jetzt nicht der garantierte, unumstößliche Beweis, dass der FEC nicht am 1. Oktober endet. Aber wir haben jetzt schon so viele Indizien.
erstens, dass sich alles so weit nach hinten verschoben hat. Wir haben jetzt Mitte August, ja, also das Ganze endet in 1,5 Monaten komplett. Es wirkt alles mal wieder sehr auf den letzten Drücker. Wir haben die der Ingame-Countdown läuft auf den 29. Oktober und nicht auf den 1. Und auch hier jetzt wieder ein Datum, das nach dem FEC-Ende liegt. Eine Datensicherung. Klar, wie gesagt, die muss nicht zwingend damit was zu tun haben, aber es ist halt ein weiteres Indiz. Also wir haben jetzt schon recht viele Indizien gesammelt und ich meine, irgendwann sind es dann so viele, dass es eigentlich gegen 0 geht, dass der FEC, also die Wahrscheinlichkeit, dass der FEC nicht verlängert wird, geht dann irgendwann gegen 0. Aber technisch gesehen ist das immer noch kein unumstößlicher Beweis. Also wir brauchen immer noch die Ankündigung letzten Endes. Also ich weiß auch nicht, warum sie damit so lange warten, weil ich meine, ich denke mal, sie wissen es auf jeden Fall, ob verlängert wird oder nicht. Also könnten sie es uns ja auch einfach sagen. Ich weiß es nicht, warum das nicht passiert. Genau. Ja. Dann haben wir noch die Preisgelder. Natürlich sehr interessant auf jeden Fall. Die Finalisten, also letztes Jahr waren es 8 Teams insgesamt, dieses Jahr sind es ja 10 Teams. Deswegen finde ich es interessant, dass sich an der Preisverteilung gar nichts geändert hat. Das heißt, es ist dieses Jahr noch schwieriger, unter die besten 3 zu kommen, die auch wirklich sehr gute oder sehr hohe Preisgelder bekommen. Also, weil es halt einfach 2 Teams noch mehr gibt, die gegen dich kämpfen und dich in Grund und Boden dreschen wollen. Und finde ich interessant, dass sich da an der Preisgestaltung nichts geändert hat. Also wäre vielleicht ein Kritikpunkt für nächstes Jahr, dass man dann eigentlich schon zumindest noch einen 4. Platz vielleicht hinzufügen könnte. Oder irgendwie so. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, der 3. Platz bekommt 10.000 USD, geteilt durch 4, also jeder kriegt ein Viertel. Der 2. Platz kriegt 20.000 USD und der 1. Platz kriegt 80.000. Also auch diese Preisgestaltung ist tatsächlich, könnte man etwas bemängeln, weil der Unterschied zwischen Platz 1, 2 und 3 ist schon gewaltig. Klar, natürlich sollte der Erste am meisten bekommen, keine Frage, aber es ist einfach 4-mal so viel wie der Zweite. Also doppelt so viel ist da eigentlich eher üblich, doppelt oder maximal 3-mal so viel. 4-mal so viel ist schon sehr unüblich für ein Preisgeld im E-Sport sozusagen, auch wenn man das jetzt hier vielleicht nicht zwingend als E-Sport bezeichnen kann. Nicht direkt vielleicht, aber nicht klassisch vielleicht, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, nur die ersten 3 kriegen Preisgelder, alle anderen bekommen einen Titel und ein Kostüm und ein Fluggerät, das das Ganze quasi feiert. Das Finale findet dann am 18. Oktober, wie gesagt, in Manila statt. 10 Teams, ich meine, das haben wir jetzt eh schon gesagt, genau, werden gegeneinander antreten. Die Spiele finden auf einem sicheren, separaten Server statt, also da kann auch nicht getrollt werden oder gedoxt werden oder gestreamsniped werden oder so. Genau. Die Turniergruppen werden vor Ort per Zufallsprinzip ermittelt, auch sehr interessant, ja. Dass nicht das Highest Seed gegen Lowest Seed oder so spielt, sondern einfach random, auch interessant. Genau, dann hier noch die Regeln für das Turnier selber, ist natürlich auch nur für die Leute relevant, die tatsächlich auch teilnehmen. Genau. Ja, die PvP-Regeln für den Einzug ins Finale sind jetzt auch nicht so wirklich interessant für uns. Ja. Also stehen auch ein paar mehr Informationen, die ich jetzt hier weggelassen habe, aber es wird dann noch einfach zu lange und zu viel Text. Ich habe ja schon gesagt, das ist alles auf Englisch auch noch zu lesen. Gar keinen Bock. Genau. Und zu übersetzen. Ja, das sind auf jeden Fall die Infos. Also mehr oder weniger das gleiche. Also, naja, es ist nicht das gleiche wie letztes Jahr. Es ist tatsächlich ein bisschen anders. Wir haben einerseits diese regionale Beschränkung, dass es eben jetzt in Anführungszeichen nationale Teams sein sollen oder müssen. Also zumindest nicht national, aber halt aus der gleichen Region sozusagen. Also Nationalitäten aus der jeweiligen Region. Also semi-national, also trotzdem international, aber auch irgendwie national. So gesehen. Und wir haben 2 Teams mehr, plus eben Wildcard-Team. Und wieder ein von Playpack garantiert gestelltes Team. Und ja, ist alles in einem auf jeden Fall wieder sehr interessant. Was mir jetzt auch wieder fehlt, ist, dass es halt einen Livestream gibt. Also ich meine, es steht, denke ich, außer Frage, dass es wieder einen Livestream gibt. War ja letztes Mal auch so. Ich hoffe, dieses Mal läuft es ein bisschen besser. Und sie verbringen nicht so viel Zeit mit Giveaways. Der letzte Stream, ich glaube, es waren irgendwie 8 Stunden oder so. Von 7 Uhr morgens, glaube ich, bei uns war es. 7 oder 8 Uhr morgens deutsche Zeit bis 15:30 oder irgendwie so philippinische Zeit. Das war schon extrem deutsche Zeit, aber in den Philippinen war es halt natürlich nachmittags bis abends. Und
Und es war schon, also die Matches waren gefühlt so 2-3 Stunden und die anderen 5 Stunden waren einfach nur die ganze Zeit so Giveaways und so. Das war schon zum Zuschauen etwas rough. Also 50-50 könnte ich mir noch einreden lassen, aber das war wirklich 60 oder 70, 30 im Verhältnis von, wo tatsächlich gespielt wurde. Weil diese Matches, die gehen unfassbar schnell. Also viele Matches, vor allem wenn es einseitig ist, dauern nur wirklich wenige Minuten. Und wenn es mal relativ ausgeglichen ist, ich glaube das längste Match waren mal irgendwie 10 oder 12 Minuten. Also die effektive Spielzeit ist wirklich sehr gering. Aber das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, keine Frage. Ich meine, wenn die Leute mal an- und abbauen müssen und so weiter und sich einloggen und pipapo, da vergeht natürlich ein bisschen Zeit, keine Frage. Aber ich glaube, die haben es auch trotzdem ein bisschen gestretched. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall einen Stream geben. Also, jo. Genau. Und dann würde ich tatsächlich auch sagen, war's das. Wie immer würde ich mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Für Leute, die tatsächlich teilnehmen wollen, viel Glück auf jeden Fall. Aber ich denke, es wird sehr schwierig, hier reinzukommen. Vor allem auch wegen den Nationalitätsbeschränkungen, weil es gibt halt einfach Regionen, die sind auf jeden Fall stärker. Na, wo haben wir jetzt die Region? War ja nicht noch ein Link? Hier. Es gibt halt einfach Regionen, die... Ach du Scheiße, die haben das so genau unterteilt? No fucking way. Ach stimmt, doch, an die Liste kann ich mich sogar noch erinnern, glaube ich. Oh, damn. Ja gut, ich wollte jetzt eigentlich diese Übersicht, diese Karte haben vom FEC, wo man sich registriert hat. Auf jeden Fall, die Regionen stehen hier. Das ist quasi Europe, Oceania, bla 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 bla. Und natürlich gibt es einfach Regionen, wo halt mehr Leute Live spielen, wo es, sag ich mal, mehr competitive ist. Und es gibt Regionen, wo es vielleicht ein bisschen weniger competitive ist. Also ich würde sagen, Europa wird extrem competitive sein. Europa ist die zweitstärkste Region nach Asien. Asien natürlich genauso competitive. Also ist die Region hier, ist das wirklich... Ist das nur... Ah ne, das ist auch bei uns, ne? Genau, ja. Also ich denke halt Southeast Asia, Zone 3 und... also ich denke halt Zone 2 ist die schwächste. Deswegen haben sie auch die Wildcard, oder? Zone 2, glaube ich, das mit der Wildcard. Ich denke, Zone 3 und 4 sind am stärksten vertreten. Das waren auch die beiden Regionen, die letztes Mal Platz 1 und 2 waren. Und Platz 3 auch tatsächlich. Also es war letztes Mal kein einziges amerikanisches Team in den Top 3. Also wenn man so ein Stärken-Ranking machen würde, würde man wahrscheinlich sagen, okay, Platz 1 wahrscheinlich Europe, Schrägstrich, vielleicht fast gleich auf mit den Southeast Asia und so. Platz 3 dann wahrscheinlich Amerika und Platz 4 dann wahrscheinlich diese MENA-Region. Die MENA-Region war letztes Mal gar nicht wirklich vertreten. Von dem her mal gucken. Auf jeden Fall sehr interessant das Ganze. Und ja, schauen wir mal, wie das Ganze sich so entwickelt. Ich werde wahrscheinlich zwischendurch auch in-game mal ein bisschen auf die Ranglisten gucken. Also jetzt nicht tägliche Updates geben oder so. Aber einfach mal reingucken, wie viele Leute so teilnehmen und so. Ist ja schon immer ganz interessant. Und dann werden wir mal sehen, wer sich qualifiziert. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Fly Universe Video wiedersehen. Und vergesst nicht, jeden Tag live auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dort. Macht's gut, haut's rein. Ciao, ciao.